Nein, das ist keine Baustelle. Hier im Reppistal fährt der Kanton Zürich neuerdings schweres Geschütz auf im Kampf gegen die invasiven Neophyten. Zum Beispiel gegen den japanischen Studenknöterich. Ein Busch, der unheimlich schnell wächst und alle anderen Pflanzen verdrängt. Die Schwierigkeit beim japanischen Knöterich: er macht Wurzeln bis tief in den Boden hinein. Darum bringt man ihn, wenn er sich einmal ausbreitet hat, fast nur noch mit dem Bagger richtig weg. Man geht bis zu 3 Meter runter. Jetzt in diesem Fall haben wir Glück. Wir sind hier jetzt auf 1,50 Meter vielleicht unten und haben ihn weg. Aber man muss in gewissen Fällen also bis auf 3 Meter runter. 2 cm Wurzeln langen, dass es eine neue Invasion gibt. Darum muss das ausbaggerte Wurzelwerk auf eine Deponie. Aber warum der Riesenaufwand? Die fördern uns wichtige Schutzgüter gefördern, zum Beispiel die menschliche Gesundheit oder Biodiversität. Oder auch die Kosten der Unterhaltsdienste massiv erhöhen, Infrastruktureinrichtungen schädigen. Und darum machen wir etwas, um die Pflanzen zurückzudrängen. Der Japanknöterich kann zum Beispiel auch Uferböschungen destabilisieren. Er ist aber längst nicht die einzige Problempflanze. Auch das hübsche Pflänzchen hier, die amerikanische Goldrute, breitet sich, wenn sie einmal da ist, invasiv aus und nimmt allen anderen Pflanzen den Platz weg. Ganze Felder von Studen müssen von Hand ausgerupft werden, und zwar noch bevor das Sämli haben. Im Kanton Zürich bekämpft man die invasiven Neophyten seit 20-30 Jahren, aber mit unterschiedlichem Erfolg. Jetzt will man auf rund 40 Quadratkilometer im Reppistal in einem Pilotprojekt koordiniert gegen die invasiven Pflanzen vorgehen. All die verschiedenen zuständigen Unterhaltsdienste zu koordinieren, dass es keine weiße Fläche mehr gibt. Das ist eine grosse Challenge und das ist auch ein Ziel, wo wir prüfen, ob das geht. Bei den Gemeinden im Reppistal kommt die Aktion gut an. Auch beim Werner Michel, Gemeindepräsident von Stalliken. Er ist schon lange im Kampf gegen die invasiven Neophyten. Das Bödeli da ist beispielsweise bis vor kurzem noch voll vom drüsigen Springkraut. Wunderschön, macht aber alles kaputt. Trotzdem sieht er auch Grenzen beim Pilotprojekt. Die Privaten, die können wir natürlich nicht gehen und sagen, reissen das aus. Wir können mit ihnen reden und sagen, schau, sie ist eine schöne Pflanze, ist zwar invasiv, aber die sollte man eigentlich ausreissen. Im Herbst oder wenn auch immer, aber sicher nicht schauen, dass sie sich im eigenen Garten oder in den Nachbarsgärten ausweiten. Etwas, was die Leute gerne in ihren Gärten haben, ist der Kirschlorbeer. Auch er invasiv. Jetzt wächst er auch schon wild im Wald. Und dort wird er auch bekämpft. Bei Pro Natura ist man gespannt auf das Resultat dieses Pilotprojekts in 4 Jahren. Trotzdem bleibt man kritisch. Nicht bringen tut es eine neophytenfreie Welt. Das bringen wir in der Schweiz nie mehr her. Für das haben wir viel zu viel Austausch. Und bringen tut es, dass die Neophyten und Neozoen nicht einfach alle einheimischen Arten verdrängen. Den etwa 20 schlimmsten invasiven Neophyten hat man beim Kanton Zürich im Reppistal jetzt definitiv den Kampf angesagt.